Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Zunächst einmal entschuldige ich mich dafür, dass das Video heute etwas kürzer wird als die anderen, aber mich hat's erwischt. Ich habe die berühmte Männergrippe. Jetzt in dieser Sekunde stehe ich unter den Einfluss von Aspirin. Also jetzt geht's mir ganz gut, aber langfristig konzentrieren ist nicht drin. Sollte es den ein oder anderen Schnittfehler geben, hoffe ich, ihr verzeiht es mir. Aber es gibt Themen rund um Real Madrid, die ich sehr interessant finde und die ich mit euch besprechen wollte. Unter anderem war gestern der CEO oder der Vizepräsident besser von Apple im Santiago Bernabéu. Er und Florentino Perez arbeiten an einer Weltneuheit. Was da los ist, erfahrt ihr in dem Video. Dann gibt es neue Informationen zu Eder Militão. Wie schlimm hat es ihn erwischt? Welche Spiele verpasst der brasilianische Innenverteidiger? Und zu guter Letzt möchte ich über einige Transfergerüchte mit euch sprechen. Denn aus dem Nichts kam die Information, dass Galatasaray Istanbul Rodrigo haben möchte. Der Brasilianer nicht zufrieden unter seiner Spielzeit bei Xabi Alonso sucht wohl einen Ausweg. Die Türken wären interessiert. Und gleichzeitig ist Pep Guardiola, der Trainer von Manchester City, mal wieder auf der Jagd nach Arda Güler. Was da los ist, erfahrt ihr auch. Wir unterhalten uns auch noch über Ibrahima Konate. Fabrizio Romano hat gestern die neuesten Infos gedroppt. Also, wie ihr hört, es wird auf jeden Fall ein interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, fangen wir zunächst einmal mit der Nachricht an, die uns alle gestern geschockt hat, vorgestern besser gesagt. Eder Militão musste für Brasilien in der 60. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Und viele von uns haben befürchtet, es ist wieder eins der Knie und die Karriere von Eder Militão könnte am seidenen Faden hängen. Aber es gibt Entwarnung. Gestern habe ich euch ja schon mitgeteilt, es waren die Adduktoren. Real Madrid hat gestern einen offiziellen medizinischen Bericht gemacht, in dem steht: Militaus medizinischer Bericht. Nach den heutigen Untersuchungen durch die medizinische Abteilung von Real Madrid wurde bei unserem Spieler Eder Militão eine Muskelverletzung im Adductor magnus des rechten Beins diagnostiziert. Sein Genesungsverlauf wird überwacht. Der Klassiker, Real Madrid schreibt nie irgendetwas von Ausfallzeiten. Aber was bedeutet das? Eine Muskelverletzung in den Adduktoren. Wir reden von 2 Wochen. Also etwas Entwarnung. Trotzdem können diese 2 Wochen wehtun. Er fehlt bei dem Spiel in Elche. Er fehlt bei dem Champions League Spiel in Olympiakos. Er fehlt auswärts bei Girona. Und das Schlimmste überhaupt, er fehlt auch auswärts gegen Athletic Bilbao. Das ist von den Spielen das Schwerste. Er wird danach versuchen, wieder fit zu werden. Aber so ist es nun mal im heutigen Fußball. 2 Wochen hört sich wenig an, aber Real Madrid 4 Spiele müssen wir auf den wohl besten Innenverteidiger dieser Saison verzichten. Ja, das sind die neuesten Infos zu Eder Militão. Und bevor wir zu den Transfergerüchten kommen, würde ich sagen, wir unterhalten uns über Apple und Real Madrid. Es ist immer wieder schön zu sehen, dass Real Madrid mit den größten Marken dieser Welt zusammenarbeitet. Und es gibt auch einen riesigen Bericht über dieses Treffen gestern im GQ. Wenn ihr euch das durchlesen wollt, das ist ellenlang, da steht alles drin, was der Vizepräsident von Apple gesagt hat, was Florentino Perez gesagt hat. Ich habe mir einen Abschnitt ausgesucht. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Exklusiv, Real Madrid und Apple eröffnen eine neue Dimension des Fußballs. So wird das Bernabéu-Stadion von innen aussehen. GQ hat exklusiv Florentino Perez, Präsident von Real Madrid, und Eddie Q, Vizepräsident für Services bei Apple, interviewt, um die Details der technologischen Allianz zwischen den beiden Institutionen zu enthüllen. Von einer immersiven Dokumentation für Apple Vision Pro bis hin zum neuen digitalen Erlebnis im Bernabéu. Ja, und der wichtigste Abschnitt, wie gesagt, ellenlang, es geht auch um Apple Wallet, dass alles bezahlt wird, eine Dokumentation über Real Madrid soll es geben, aber mich interessierte vielmehr dieser Abschnitt. Diese Idee nennt Florentino Perez beiläufig das unendliche Bernabéu. Am ehesten vergleichbar ist dieses Erlebnis mit der neuen Virtual Reality Anwendung, die wir gemeinsam mit Apple entwickeln. Ich nenne sie das unendliche Bernabéu, einen Ort, an dem jeder von zu Hause aus ein Live-Spiel mit einem bisher unmöglichen Gefühl von Präsenz und Emotionen erleben kann.
Es wird sein, als würden wir die Stadiontore für die ganze Welt öffnen. Ohne Grenzen, ohne Barrieren und mit einer Technologie, die einen Wendepunkt in der Welt des Sports markieren wird. Ja, ich habe es euch ja schon mal gesagt. Dieses Apple Vision, das unendliche Bernabeu. Leute auf der ganzen Welt sollen sich diese Apple-Brille quasi aufziehen können und sollen das Gefühl haben, im Santiago Bernabeu in der ersten Reihe zu sitzen. Guckst du runter, siehst den Xabi Alonso, siehst du wen auch immer, ein Endrick wahrscheinlich auf der Bank, guckst du da, spielt gerade ein Arda Güler einen Traumpass auf Kylian Mbappé. Du hörst die Atmosphäre. Ja, und das ist das neue große Ding, an dem Florentino Perez inzwischen schon seit über 10 Jahren arbeitet, sagt er selber. Ja, und wie gesagt, es ist immer wieder beeindruckend, mit wem Real Madrid da zusammenarbeitet. Für mich wäre das auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Naja, ich habe ja noch die Möglichkeit, ab und zu ins Bernabeu zu gehen, aber es gibt Leute am anderen Ende der Welt, die haben diese Möglichkeit nicht. Und es ist schön, es freut mich für sie, dass sie mal dieses Erlebnis Bernabeu teilen können. Ja, und ich schätze mal, auch der ein oder andere Euro wird in die Kassen von Real Madrid fließen. Ja, das war die Information zu Apple. Ich lasse jetzt mal parallel das Training von gestern laufen. Unsere Jungs bereiten sich auf das Spiel am Sonntag gegen Elche vor. Das Spiel wird auch sehr, sehr schwer. Ich warne vor. Elche ist, glaube ich, nur 3 Punkte von einem europäischen Platz entfernt. Elche ist eine sehr mutige Mannschaft, sehr auf Ballbesitz und hohes Pressing orientiert. Bin ich gespannt, wie unsere Jungs sich nach der Länderspielpause anstellen. Ja, auf jeden Fall ein Spieler, der sich wohl wünscht, am Sonntag gegen Elche zu spielen, mal schauen, wie seine Chancen sind, ist Rodrigo. Der Brasilianer, der im Sommer ja schon mit etlichen Vereinen in Verbindung gebracht wurde. Wie wir gehört haben, ist sein Vater quer durch Europa gereist und wollte unendliche Summen für seinen Sohn. Ja, wie dem auch sei, inzwischen kommen die Informationen vom AS, dass der Brasilianer jetzt im Winter noch eine neue Mannschaft sucht. Und zurzeit ist einer der Mannschaften, die sich für ihn interessieren, Galatasaray Istanbul. Was der AS dazu schreibt, lesen wir uns zusammen einmal durch. Galatasaray-Fans sind ganz verrückt nach Rodrigo. Laut AS wäre Galatasaray offen dafür, Rodrigo auf Leihbasis zu verpflichten. Die brasilianische Nationalmannschaft und Senegal trafen am Samstagabend in einem Freundschaftsspiel aufeinander. Rodrigo, der brasilianische Spieler von Real Madrid, und Jakobs, der Linksverteidiger von Galatasaray, die sich nach dem Spiel auf dem Feld gegenüberstanden, begannen sich gegenseitig in den sozialen Medien zu folgen und Beiträge auszutauschen. Darüber hinaus behaupteten mehrere Quellen, dass Jakobs mit Rodrigo über Galatasaray gesprochen habe. Der 24-jährige Spieler, dessen Leistung in dieser Saison nachgelassen haben und der nicht so viel Spielzeit bekommt, wie er sich wünschen würde, möchte angeblich für den Rest der Saison an einen Champions-League-Team ausgeliehen werden. Die Fans von Galatasaray überschwemmen die sozialen Medien des jungen Spielers mit Nachrichten wie „Komm zu Galatasaray". Laut AS wäre Galatasaray bereit, Rodrigo per Leihe zu verpflichten, vorausgesetzt Real Madrid erlaubt ihm den Wechsel und zahle die Hälfte seines Gehalts in Raten über mehrere Monate. Die Lions, also die Löwen, suchen einen vielseitigen Stürmer wie den Brasilianer, der sowohl auf dem Flügel als auch als Mittelstürmer spielen kann. Rodrigo, dessen Marktwert bei 80 Millionen Euro liegt, sagte 2020 in einem Interview mit ESPN, die Galatasaray-Fans sind fantastisch, ich wäre fast taub geworden, als wir zum Aufwärmen auf den Platz gingen. Der Lärm war unglaublich. Ja, also, das sind die Informationen vom AS. Und jetzt meine Meinung dazu. So wie es aussieht, wird hier ein Endrick nach Olympique Lyon ausgeliehen. Das Ganze in einem Monat, wenn alles normal läuft. Warum sollte Real Madrid einen Rodrigo abgeben nach Galatasaray und auch noch die Hälfte des Gehaltes bezahlen? Ich sehe da keinerlei Sinn, und was man aus Spanien bisher gehört hat, Real Madrid möchte, wenn, dann Kasse mit Rodrigo machen. Sie möchten auf keinen Fall, dass er anfängt ausgeliehen zu werden, dadurch sinkt sein Transfermarktwert und dann irgendwann kriegt man kein Geld dafür. Also, die Information kommt vom AS, ich wollte sie mit euch teilen daher, aber für mich ist da nichts dran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Spieler wie Rodrigo in die türkische Liga wechselt. Ich glaube, wenn, dann wechselt er in die Premier League. Wir haben gehört, City war sehr oft interessiert, Arsenal. Also wirklich Mannschaften, die auch um die Champions League mitspielen. Und ich glaube nicht, dass ein Rodrigo, der von sich selber und vor allem auch sein Vater den Eindruck haben, der ist einer der besten Fußballer der Welt, ist der meiner Meinung nach auch, wenn der als linker Flügel spielen darf. Ich glaube nicht, dass Galatasaray sein nächstes Ziel ist, und ich glaube auch nicht, dass Madrid das Interesse hat, den Brasilianer auszuleihen und dann auch noch die Hälfte des Gehaltes zu zahlen. Also,
Der Arzt hat es geschrieben, ich möchte es mit euch teilen. Meine Meinung, da ist nichts dran. Ja, kommen wir jetzt zum nächsten Gerücht und zwar geht es da um Ibrahima Konaté, der Innenverteidiger, der Franzose von Liverpool, der in seinen letzten paar Monaten Vertrag bei Liverpool ist, muss sich entscheiden, wie geht seine fußballerische Zukunft weiter. Wagt er den gleichen Schritt wie ein Trent Alexander-Arnold und kommt kostenlos nach Real Madrid oder verlängert er nochmal bei den Reds? Fabrizio Romano hat die neuesten Informationen gebracht. Hören wir uns die einmal an. Nur ein kurzes Update zu Liverpool, Leute. Bei Ibou Konaté laufen die Verhandlungen zwischen Liverpool und Ibrahima Konaté weiterhin. Wie ich euch in den letzten Monaten schon gesagt habe, muss Konaté entscheiden, was er tun möchte. Er hat mehrere Möglichkeiten in Europa. Unter anderem ganz sicher Real Madrid, aber nicht nur. Doch jetzt muss Konaté eine Entscheidung treffen, denn die Verhandlungen mit Liverpool laufen. Liverpool hat Konaté ein Angebot unterbreitet und jetzt liegt es an Konaté zu entscheiden, okay, will ich bleiben und diesen neuen Vertrag unterschreiben oder will ich gehen und ein neues Kapitel beginnen? Liverpool wartet also auf eine Antwort von Ibou Konaté. Es gibt Gespräche, es gibt Verhandlungen. Liverpool hat in diesem Fall seinen Schritt gemacht. Jetzt hängt alles von Ibou Konaté ab, davon, was er tun möchte. Das kann finanzielle Gründe haben, das kann persönliche Gründe haben, ob er ein neues Kapitel wagen will oder nicht. Es gibt also mehrere Faktoren zu berücksichtigen, aber Liverpool hat seinen Schritt gemacht. Jetzt liegt es an Ibou Konaté zu entscheiden, wie der nächste Schritt in seiner Karriere aussehen wird. Ja, ihr habt es selber gehört, Liverpool gibt den Kampf logischerweise nicht auf. Die werden weiter alles dafür tun, dass ein Konaté bei den Reds verlängert und er muss nun selber entscheiden, wie seine Karriere weitergeht. Fabrizio Romano macht kein Geheimnis daraus, Real Madrid schaut mit 1,5 Augen nach Liverpool und schaut, wie die Zukunft von Konaté ist. Sollte er sich entscheiden, Liverpool zu verlassen, ist Real Madrid ganz vorne an der ersten Reihe und möchte den Franzosen unter Vertrag nehmen. Wir wissen auch, ein David Alaba, ein Antonio Rüdiger, die Zukunft ist noch nicht ganz gewiss. Ja, und da fällt immer wieder der Name des französischen Nationalspielers. Ich finde ihn einen sehr guten Fußballer, aber ob Madrid ihn kriegt oder nicht, ich glaube nicht, dass das einen riesen Unterschied macht. Ich weiß nicht, ob ich ihn so viel besser sehe als ein Raúl Asensio. Naja, bin ich gespannt, wie ihr das seht. Vielleicht habe ich auch eine Madrid-Brille auf und ihr sagt mir, Mario, auf keinen Fall. Ibrahima Konaté ist auf einem ganz anderen Level. Lasst eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren. Ja, und jetzt zum letzten Thema des heutigen Videos. Das Thema, was mich im Live-Watch-Along und auch in den Kommentaren immer wieder verfolgt. Mario, was ist da los? Pep Guardiola möchte Arda Güler. Manchester City ist bereit, über 100 Millionen Euro zu zahlen. Ja, dieser Bericht, den gab es vor einem Monat schon mal, und zwar in der Sportbild. Und jetzt ist der immer wieder entfacht. El Desmarque kam als Quelle oder Fichajes gab es als Quelle. Das sind alles keine seriösen Quellen, bin ich ganz ehrlich. Da ist mir Sportbild fast noch am liebsten und von denen kann man ja auch halten, was man will. Lesen wir uns den Artikel der Sportbild einmal durch. Realstar in die Premier League. England-Gigant baggert an Güler. Kommt es zum nächsten Transferhammer im Weltfußball? Laut der türkischen Sportzeitung Fanatik hat Manchester City erneut ein Auge auf Arda Güler von Real Madrid geworfen. Trainer Pep Guardiola soll besonders großes Interesse an dem 20-jährigen Ausnahmetalent haben und sich persönlich für einen Wechsel einsetzen. Schon 2014, als Güler noch in der Jugend von Fenerbahce kickte, sollen die Sky Blues versucht haben, ihn zu verpflichten. Nun ist das Interesse neu entflammt. Nach Informationen der türkischen Zeitung haben die Verantwortlichen aus Manchester zuletzt wieder Kontakt zu Real gesucht, um sich nach einer möglichen Ablösesumme zu erkundigen. Bislang jedoch ohne Erfolg. Die Königlichen haben offenbar keinerlei Verkaufsabsichten. Und auch der Spieler selbst denkt nicht an Abschied. Güler ist sehr glücklich bei Real Madrid und genießt das Vertrauen von Xabi Alonso, heißt es laut Quellen. Ja, auch der Bericht geht noch weiter, aber was da steht, reicht mir ja schon aus. Ja, natürlich sehen alle Fußballgiganten, was für ein Ausnahmespieler Arda Güler ist. Und Manchester City ist nicht die erste und wird nicht die letzte Mannschaft sein, die bei Real Madrid anklopft. Ich glaube auch Liverpool, Man U, Bayern, also ich glaube die größten Mannschaften der Welt, Paris, werden irgendwann mal anklopfen und sagen, hör mal, wie sieht's aus mit Arda? Und Real Madrid wird jedem die gleiche Antwort geben. Nein, danke, wir haben kein Interesse. Damit ein Transfer zustande kommt, müssen sich 3 Parteien einig sein. Der Käufer,
der Verkäufer und der Spieler. Und zurzeit ist sich nur eine Partei einig, die Mannschaften, die Arda Güler haben wollen. Aber sowohl Real Madrid sagt, komm, hau ab, gar kein Interesse. Und auch in Arda Güler, immer wenn man den irgendwo hört, sagt er, ich möchte bei Real Madrid Geschichte schreiben, ich bin sehr glücklich bei Real Madrid, ich kenne den Plan von Real Madrid. Real Madrid ist der größte Verein der Welt. Arda Güler ist ein sehr ehrgeiziger Typ, der kommt vielleicht manchmal ein bisschen schüchtern rüber, aber auf dem Platz sieht man, wie ehrgeizig der ist. Der wird doch Real Madrid nicht freiwillig verlassen. Vor allem, wo er jetzt 3 Jahre gebraucht hat, endlich seinen Stammplatz zu haben. Also Leute, diese Gerüchte werden immer wieder kommen. Ich weiß auch nicht, ob Fanatic eine sehr, gute Quelle ist, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren lassen. Aber lasst euch davon nicht verunsichern. Arda Güler bleibt bei Real Madrid. Ja, wie gesagt, heute ein etwas kürzeres Video. Ich merke schon, wie ich wieder anfange zu schwitzen. Ja, ich hoffe, morgen geht es mir besser. Morgen hat mein Sohn ein Spiel, also da möchte ich auf jeden Fall ihn hinnehmen. Den Wunsch möchte ich ihm erfüllen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß bei diesem Video. Wenn ja, unterstützt dieses Video bitte mit einem Like, teilen, Follow da lassen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Ich hoffe, da geht es mir etwas besser. Bis dahin. ¡A la madre!